Wir haben für euch heute hier einen Golf 8R Variant und wollen euch ein bisschen was über die NGM-App erzählen. Wir hatten ja schon vor, ich glaube 2-3 Wochen hatten wir einen Golf 8R normal mit Akrapovic. Heute mal hier einen Golf 8R Variant mit der originalen VW-Abgasanlage. Wir heben ihn aber auch gleich mal auf die Bühne hoch, schauen, bevor wir jetzt in die App reingehen und ein paar verschiedene Varianten an Soundfiles aufnehmen, uns nochmal zusammen die Abgasanlage an. Vielleicht noch 2-3 kurze Sätze zum Golf 8R. Also ich persönlich bin ja übertrieben der Fan von den 8er-Rs. Ich würde mir jetzt persönlich vielleicht keinen Variant holen, sondern will eher den normalen nehmen. Aber der Variant bietet natürlich hinten im Kofferraum schon mal ein bisschen mehr Platz als der Golf 8R normal. Vom Gewicht ist es gar nicht so ein krasser Unterschied. Also im Leergewicht hat das Auto hier 1620 Kilo. Der Golf 8R hat, glaube ich, 1580, also sind es 40, 50 Kilo mehr. Natürlich ein bisschen ist es schon, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass es deutlich mehr Unterschied wäre. Von daher, da haben wir auch die 100-200 Zeiten gemessen beim Golf 8R. Heute haben wir die Zeit nicht, um hier jetzt auf die Autobahn zu fahren. Vor allem momentan ist übertrieben viel Verkehr auf der Autobahn. Deswegen, wenn euch die 100-200 Zeiten interessieren vom Golf 8R, checkt auf jeden Fall mal oben rechts das andere Video ab. Wir haben hier beim Golf 8R Variant auch keinerlei Hardware-Änderungen heute. Der hat hier eine originale Ansaugung verbaut, originalen Dualluftkühler und im Prinzip alles original. Von daher ist es auf jeden Fall mal interessant für die Leute, die sagen, sie wollen kein großartiges Geld für Hardware-Modifikationen ausgeben, wollen aber trotzdem eine kleine Klangverbesserung und natürlich mehr Leistung. Deswegen dranbleiben. Ja Leute, bevor wir jetzt gleich in die Soundfiles mit der NGM-App starten, wir zeigen euch natürlich auch gleich, wie sich das Schubknallen und der Sound in Serie anhört und danach eben ein paar Varianten mit der App. Dachte ich mir, wir heben den Golf 8R Variant mal auf und gehen ein bisschen ganz kurz noch auf die originale Abgasanlage ein, weil in der Vergangenheit, bin ganz offen, ich habe den 8R-Variant noch nicht auf der Bühne gehabt, aber die 7er-R-Variant, Variant hatte ich immer auf der Bühne und ohne Witz, die Abgasanlage bei den Golf 7R-Variant, auch bei den Cupra STs, ist tot. Also die ist wirklich so beschissen, die dämpft so brutal und deswegen wollte ich mir das jetzt mal ganz kurz bei dem anschauen. Wir fangen mal wieder vorne an. Wir haben ja hier Variant natürlich, beziehungsweise Golf 8R, muss man schauen, ist immer 4WD. Bedeutet, wir haben natürlich hier wieder die 2 UPFs, oben einen fetten Katalysator, so wie es halt auch beim 8er ganz normal ist. Ich meine, der Variant unterscheidet sich eigentlich bei der Abgasanlage natürlich zum normalen 8R, aber sonst ist das Auto halt mehr oder weniger baugleich. Also vom Datenstand her ist es auch identisch. Also das ist nahezu kein Unterschied, beziehungsweise gar kein Unterschied. Bei der Abgasanlage haben wir hier, das müsste eigentlich ein 65er Rohrdurchmesser sein, genau. Ja, vorne hier von der Downpipe 65 mm, geht in die Abgasanlage auch in die 65 mm über. So, jetzt kommt der Punkt. Und zwar splitten wir dann hier ja auf 2 Kanäle. Ja, und da haben wir, ich habe es vorhin schon ausgemessen, da haben wir ein plattgedrücktes 50 mm Rohr. Also wir haben 2, oh, ich komme mir fast gar nicht dran. Ja, ich habe es vorhin schon ausgemessen gehabt. Genau, also hier haben wir 54 und dann in der Breite, weil es eben platt gedrückt ist, haben wir 44. Das ist halt 2x50 mm, reicht natürlich völlig aus, um Leistung abzuführen. Das ist jetzt nicht das Thema, aber verändert natürlich den Klang. Und wir haben dann auch hier jeweils links und rechts 2 fette Dämpfer. Der linke natürlich um einiges dicker als der rechte, weil einfach bauraumtechnisch hier ein bisschen mehr Platz ist. Die Dämpfer sind halt auch wirklich der größte Müll. Also es war auch beim 7er, ich habe schon mal reingeleuchtet mit der Kamera vorne, mir kurz das angeschaut. Ja, da hat man Kammern drin, Siebung ohne Ende. Die Abgase müssen wirklich heftigsten Weg erstmal gehen, damit die überhaupt rauskommen. Also da ist der Widerstand halt extrem groß. Und ich denke auch, dass wir das nachher bei den Soundfiles, ich selber jetzt sehr, sehr gespannt, wie sich das dann anhört, wie der klingen wird. Also auch in der Serie und dann mit verstärkten Schubknallen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es trotzdem immer weiter noch sehr stark gedämpft ist. Das liegt aber halt einfach dann wirklich an der originalen Abgasanlage. Bei einem 7 bzw. bei einem 8er-Variant gibt es halt auch wahrscheinlich noch nicht so viel Möglichkeiten, den Klang zu ändern. Ich kenne mich jetzt tatsächlich bei dem Markt gar nicht so aus, was es für Anlagen gibt. Aber da ist auf jeden Fall viel Potenzial, um den Klang nur mit einer Anlage zu verbessern, weil die ist einfach nicht wirklich gut aufgebaut. Ja, das soll es jetzt auch erstmal zur Anlage gewesen sein. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich direkt in die App rein. Wir müssen hier jetzt noch das Getriebe flashen. Den ersten Unlock habe ich vorhin schon mal vor dem Video gemacht, damit wir nicht so lange warten müssen. Und ja, dann würden wir uns auch schon auf den Weg machen und mal ein bisschen den Sound erproben, würde ich sagen. Gut Leute, jetzt sitzen wir im Auto.
direkt in die NGM-App reingestartet und zwar müssen wir jetzt noch, bevor wir gleich losfahren, das Getriebe schnell flashen. Ich habe bei dem Auto, weil das Baujahr 2022 ist, auch vorhin schon einen sogenannten Bench Unlock gemacht, damit das DQ381, das ist der Name des Getriebes, auch geflasht werden kann. Das blenden wir euch jetzt mal oben rechts ein. Ich glaube, die andere Seite ist es, oben rechts ein, damit ihr das auch mal abchecken könnt. Wir haben das jetzt extra nicht nochmal gefilmt, weil wir haben schon in 2, 3 Videos vorgestellt, wie der ganze Ablauf ist. Genau, ab dem Baujahr 2022 ist es nämlich so, dass die DQ381 leider nicht mehr ohne weiteres per OBD geflasht werden können. Auch wenn quasi die Lizenz eine Getriebeoptimierung beinhaltet, müsst ihr davor leider bei den Autos 2022 noch einmal kurz zum Tuner den Bench Unlock machen lassen. Ich sag mal so, in der Regel zwischen 120 und 180 Euro, mehr darf das eigentlich nicht kosten. Und wenn dieser Bench Unlock gemacht wurde, habt ihr die Möglichkeit natürlich auch dann euer Getriebe mit der App zu flashen. Wir haben jetzt diesen Unlock schon gemacht, gehen jetzt hier in die App rein, haben jetzt hier zur Auswahl einmal den originalen Datensatz und dann natürlich unsere Stage 2. Was wird in der Stage 2 beim DQ381 bei den ganzen Gen 4 Motoren gemacht? Einmal nehmen wir natürlich die Getriebelimitierung raus, also die Drehmomentlimitierung. Die liegt bei den Autos so circa bei 450, 460 Newtonmeter. Bedeutet, wenn ihr das Getriebe nicht mitflasht und nur die Stage 1 aufs Motorsteuergerät macht, ist es halt so, dass das Getriebe euch limitiert und ihr nicht die vollen 500 Newtonmeter Drehmoment habt. Deswegen, wir wollen natürlich das volle Drehmoment haben, deswegen drücken wir jetzt hier einmal die Stage 2. Ich erzähle dann parallel noch dazu, was wir in der Stage 2 noch machen. Und zwar, ja, ihr seht jetzt schon, jetzt geht der Flash auch schon los. Ich habe jetzt einfach alles relativ schnell weggeklickt, weil gut, ich bin natürlich mit der App vertraut. Nichtsdestotrotz, wo war ich stehen geblieben? Also ihr seht, das Getriebe flasht hier innerhalb von 30 Sekunden durch, weil wir den Unlock ja schon gemacht haben. Einmal die Drehmomentbegrenzung nehmen wir raus, dann erhöhen wir natürlich auch den Kupplungsdruck in S und M. Und was natürlich ganz wichtig ist noch, wir verkürzen die Schaltzeiten etwas. Also ist ja beim DSG sowieso schon so, dass die sehr, sehr schnell in der Serie schalten. Aber man kann hier nochmal ein paar Prozente reduzieren und das habt ihr dann natürlich wirklich spürbar in S. Schaltet wirklich sehr, sehr schnell. Also das ist schon echt sehr, sehr krass, wie schnell der schaltet. Und das passen wir natürlich dann auch nochmal in der Stage 2 an. Genau. Ja, warum wird hier der Kupplungsdruck erhöht? Letzten Endes ist es halt so, wenn ihr natürlich die Getriebe Sperrung rausnimmt, also das heißt Drehmomentbegrenzung rausnimmt, dann macht der Hobel ja hier in der Stage 1 schon 500 Newtonmeter, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und da muss natürlich dann der Kupplungsdruck angepasst werden, weil sonst habt ihr nicht lange Spaß mit dem Getriebe. Also ich sage mal so, es kann gut gehen, dass es 20.000, 30.000 Kilometer hält, aber es kann auch sein, dass es dann nach ein paar tausend Kilometern halt schon die Flügel streckt. Einfach aus dem Grund, dass natürlich da schon ein höherer, ja, mehr Drehmoment und weniger Kupplungsdruck bedeutet natürlich dann, dass die Kupplung theoretisch anfangen könnte zu rutschen oder sie hat sicherlich Mikroslips und das wollen wir natürlich vermeiden. Dadurch wird hier jetzt auch der Kupplungsdruck angepasst. Genau, was ich noch dazu sagen will, weil das kommt jetzt sonst so rüber, wenn ihr die Stage 1 aufs Motorsteuergerät flasht und ihr könnt aber das Getriebe aktuell nicht flashen, ist das ja nicht schlimm, wie gesagt, weil dann ist ja die Getriebesperrung drin, also die Drehmomentbegrenzung ist drinnen und das Drehmoment wird automatisch vom Getriebe runtergeregelt. Das heißt, da passiert dann auch nichts. Also ihr könnt ohne Probleme auch die Stage 2 fahren, aber habt halt dann einfach nicht das volle Drehmoment und das ist natürlich das, was das Popometer bewegt. Also es geht richtig schön in den Popo rein und das ist das, was man ja auch spürt. Von daher kann ich natürlich nur empfehlen, wenn ihr ein Auto habt, was neu ist als 2022, ja, schaut, dass ihr den Bench Unlock bei einem Tuner machen lasst. Ihr könnt ihn natürlich auch bei uns machen. Wir haben auch einen Partner oben in Lüdenscheid. Wir werden da jetzt auch mehrere Partner in der Zukunft hoffentlich noch etablieren, die euch diesen Bench Unlock eben anbieten können und sonst schreibt uns gerne eine E-Mail. So, jetzt haben wir den Getriebeflash ja schon gemacht, der ist durchgelaufen. Wichtig ist immer einmal die Zündung ausmachen, damit eben der Federspeicher geklärt wird und dann können wir die Karre auch schon anmachen. Genau, springt natürlich auch super an, alles easy, keine Fehler mehr drin. Ich schneide mich jetzt mal an und jetzt muss man noch schnell die Motorhaube zumachen, die habe ich natürlich vergessen. Ein schönes Kinders. Und ich habe noch was vergessen, das Kennzeichen hinten. Ein schönes Kinders. Sonst fahren wir wieder höchst kriminell unterwegs. Wie immer, wie oft vergesse ich das mag, dass ich das Kennzeichen runter mache. Ja, perfekt. Haben 102 Oktan im Tank. Und die Stage 1 habe ich vorhin auch schon geflasht. Allerdings habe ich noch gar keinerlei Optionen geflasht. Das bedeutet, wir haben jetzt hier Serienknallen aktiv. Und wir fahren jetzt erstmal den Wagen etwas warm, damit er Temperatur hat. Und dann gibt es als allererstes Mal Aufnahmen in der Serie, also Knallen quasi Serie. Ja, damit wir mal hören, was jetzt bei der originalen Abgasanlage rauskommt mit Knallen. Weil man muss dazu sagen, die Autos haben schon ziemlich stark programmiertes Knallen in der Serie.
Das variiert natürlich also in der Programmierung von Modell zu Modell. Allerdings ist der Hauptunterschied tatsächlich immer die Abgasanlage, weil zum Beispiel in dem Video, was wir davor gepostet haben vom Golf 8R, also dem normalen Golf 8R mit Akrapovic, da war das Knallen in der Serie halt schon auch echt nicht ohne. Also er hat da hinten teilweise rausgescheppert und das wird jetzt halt bei dem hier 100% nicht so klingen, weil natürlich einfach hier eine voll zugeschnittene Abgasanlage verbaut ist und die natürlich brutal dämpfen wird, obwohl der Zündwinkel genau derselbe ist. Heute natürlich wieder super schönes Wetter, richtig geil, aber nicht ganz so heiß, 17 Grad. Das freut den Motor und mich auch, weil da muss ich nicht so viel schwitzen. Ein schönes Kinders. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Temperature hier in dem Hobel, bevor wir dann noch das Knallen haben, weil das natürlich hier auch temperaturgesteuert ist. Bedeutet, wenn die Öltemperatur, ich glaube bei dem Auto sind es, will nicht lügen, 70 oder 80 Grad, müsste ich nochmal nachschauen, weiß ich jetzt gerade aus dem FF nicht. Aber wenn da natürlich keine Öltemperatur, jetzt haben wir noch nicht mal eine Anzeige, wird hier immer ab 50 Grad quasi angezeigt oder ab, ich glaube 46 oder irgendwie sowas. Davor passiert auch knallentechnisch nichts und das ist natürlich auch aktiv, wenn ihr das in der App nutzt. Könnt es zwar deaktivieren, aber hat schon seinen Sinn, warum der erst knallt, wenn er ein bisschen Betriebstemperatur hat. Ihr habt hier die Mode-Taste und habt ja beim Golf 8R hier den Race-Modus und da ist dann auch da, wo er halt das Schubblubber macht. Und dann würde ich sagen, gibt es schon mal Soundfiles von draußen, einmal im Stand und dann während der Fahrt. Dann ändern wir das Setup gleich nachher noch ab und zeigen euch noch so 2, 3 verschiedene Varianten am 8R-Variant, wie sich das Ganze anhört. Ja, kommt aber schon echt weniger aus, wenn du es mit dem 8R, mit der Acra vergleichst. Also Mädels, jetzt gehen wir in die App rein und wir wollen jetzt primär natürlich mal das Knallen ein bisschen verstärken, weil ihr habt es jetzt gerade gehört, also verstärken werden wir es nur minimal, aber wir werden es deutlich verlängern, weil jetzt gerade in der Serie ist es eigentlich nur ein Pop, ja, relativ hörbar, gut hörbar, ein bisschen lauter könnte schon sein, aber wie gesagt, primär ist das auch die Anlage dafür schuld, dass es einfach nicht gut rauskommt. Ich filme das Ganze hier auf der Bildschirmaufnahme, damit ihr seht, was ich mache. In die Config, wir nehmen jetzt auch mal schnell die Start-Stop mit raus oder beziehungsweise auf Last Mode setzen wir sie, weil die nervt mich immer übel und verstärken jetzt etwas das Knallen. Gehen jetzt hier rein, setzen kurz auf On. Normalerweise ist es ja so, dass der immer braucht, wenn wir ihn anlassen, dass er dann erstmal nicht knallt. Jetzt habe ich hier extra die Funktion Crackle with Cold Engine angemacht, damit er sozusagen, wenn wir ihn gestartet haben, auch kurz danach eben anfängt zu knallen. Gehe jetzt mal hier auf die Länge vom Schubknall auf 1,5 Sekunden und von der Lautstärke her gehen wir mal auf 4. Oder machen wir gleich 5? Wollen wir gleich 5 machen? Gehen wir gleich auf 5. Das ist das, was ich jetzt hier eigentlich mal maximal kurz mache. Und die Drehzahlbegrenzung bzw. Start 1000, 7000 lassen wir jetzt einfach mal fürs Video so aktiv, weil dann knallt er ja quasi in allen Drehzahlbereichen. Genau. Wir haben jetzt hier bei dem Auto keine Auspuffklappen. Die könnte man sonst, wenn es der Golf 8R jetzt wäre, hier auch aufmachen. Und den Rest, den lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Jetzt flashen wir das Ganze kurz. Beziehungsweise läuft der Flash. Gut, jetzt habt ihr die erste Variante gehört. Jetzt machen wir die zweite Variante. Wir wollen es jetzt ein bisschen länger noch machen und etwas leiser, dass man quasi so ein bisschen Pöppeln hat. Dazu gehen wir wieder in die Konfiguration rein, ändern das Schubknallen und zwar setzen wir es jetzt auf von 1,5 auf 2,75, also fast Maximum. Und die Lautstärke setzen wir jetzt auf 3. Da waren wir ja vorher auf 5, wenn es jetzt geht. Genau, vorher waren wir auf 5. Jetzt gehen wir auf 3, flashen das Ganze jetzt nochmal aufs Steuergerät und dann gibt es den nächsten Soundfile. Läuft schon wieder. Ja, jetzt habt ihr mal, wir haben jetzt mal 2 verschiedene Varianten, damit man einfach sich das gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, es gibt ja zig tausende verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das Knallen einstellen könnt.
Ich wiederhole mich da zwar auch immer von Video zu Video, aber das ist ja das, was die App so cool macht, dass ihr es im Prinzip innerhalb von 40 Sekunden individuell einstellen könnt und so oft abändern könnt, wie ihr Bock drauf habt. Ja, einen Tag mal knallen Serie, einen Tag vielleicht mal mehr oder weniger gar keinen Knallen, das können wir eigentlich auch nochmal zeigen. Das wäre vielleicht noch was fürs nächste Video. Da machen wir einfach mal das Knallen auf minimalste Lautstärke und dann könnt ihr euch das auch mal anhören. Das ist nämlich auch mal interessant für die Leute, die gar kein Knallen oder sehr, sehr wenig Knallen haben wollen. Ja, also prinzipiell fahren tut sich das Auto halt richtig gediegen. Also du merkst diese Leistungssteigerung schon enorm, vor allem wenn man jetzt mal überlegt, dass ich weiß gar nicht, was der jetzt hat, aber 310 oder 320 PS der Variante, ich glaube 320 haben die auch, haben dann meistens auf dem Prüfstand so 330 PS. Und jetzt halt, wie gesagt, mit 102 Oktan geben wir an 390 PS und 500 Newtonmeter. Würde mich jetzt aber auch nicht überraschen, wenn er knapp 400 PS macht mit 102 Oktan bei relativ guten Bedingungen. Jetzt haben wir gerade in Anführungszeichen nur 20 Grad. Das ist natürlich noch nicht, ja, das ist noch voll in Ordnung. Thema, ich gehe jetzt noch mal kurz auf Hardwareänderungen ein, was bei den Autos absolut Sinn macht. Wie gesagt, ist ja auch der Gen 4 Motor hier drin, ob das jetzt ein Golf 8 GT Clubsport ist, ob das ein Cupra Ateca ist, ein Formentor. Es sind überall dieselben Motoren drin, die unterscheiden sich auch, also die haben gar keine Unterschiede. Die Datenstände sind nahezu identisch. Da wird jetzt auch bei der Software kaum ein Unterschied gemacht. Deswegen wichtig bei den Autos, immer die Ansaugung, das ist das allererste Bauteil. Ob das eine offene Ansaugung ist, eine geschlossene Ansaugung ist, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr eine andere Ansaugung einbaut, weil dann wird euer Turbolader, vor allem wenn ihr halt Software macht, schon wirklich krass geschont. Also wir sind das Ganze auch auf dem Prüfstand rausgefahren und haben halt gesehen, dass das hier schon das Bottleneck ist. Und als zweites natürlich der Ladeluftkühler. Ja, Ladeluftkühler ist bei dem Auto auch eine Schwachstelle. Downpipe kann man, was Leistung angeht, komplett Serie lassen. Auch bei den frontangetriebenen Fahrzeugen, wo ihr nur einen dicken OPF habt, ist das tendenziell kein Problem. Bei denen hier noch weniger ein Problem. Also da macht es halt nur Sinn, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt halt deutlich mehr Klang haben. Dann ist natürlich die Downpipe schon auch ein Bauteil, wo sehr, sehr viel den Klang beeinflusst. Ich würde fast sagen, bei manchen Modellen sogar mehr wie eine Abgasanlage. Kommt immer ein bisschen aufs Modell drauf an. Hier bei dem Auto ist die Abgasanlage auf jeden Fall auch ein Nadelöhr. Kann man natürlich, wenn man was mit ABE oder ECE findet, ich kenne mich jetzt bei dem Auto tatsächlich nicht so gut aus bei den Varianten, auch machen. Dann habt ihr natürlich auch nochmal, ich würde auch sogar meinen, dass in der Stage 2 bei dem Fahrzeug die Abgasanlage auf jeden Fall ein paar PS kostet. Also wenn ihr da eine andere Anlage einbaut, dann werdet ihr auch sicherlich nochmal einen Leistungsunterschied haben, speziell im Top-End-Bereich, weil die dadurch, dass die schon sehr zugeschnitten ist, jetzt nicht nur vom Durchmesser her, sondern hinten in den Endschalldämpfern halt auch so extrem, wird es sicherlich ein bisschen Leistung bringen. Man hört es aber auf dem Video, glaube ich, fast nicht. Ist aber nur Stufe 3. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt Stufe 7 gemacht. Ich glaube, dann wird das Leitblech hinten aber sowas von rausscheppern in der Anlage. Das wäre danach wahrscheinlich krumm. AK47. Ja, falls wir euer Interesse geweckt haben für die NGM-App und ihr fahrt auch einen Gen 4 und wollt aber die Funktionen nochmal hier im Detail sehen, dann habe ich jetzt oben rechts nochmal ein Video für euch. Da haben wir den Golf 8 GTI Clubsport, wo wir wirklich jede einzelne Funktion, die wir mit der App unterstützen oder beziehungsweise anbieten, nochmal konkret im Detail erklären. Falls ihr ein Auto fahrt mit Gen 4 und das Auto ist noch nicht auf unserem Kanal, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Wir versuchen nämlich hier wirklich alle Autos, die wir mit der App anbieten, auf dem Kanal zu zeigen, und das wird natürlich noch eine Zeit lang dauern, bis wir alle haben, aber ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal wirklich für jedes Auto, was wir mit der NGM-App unterstützen, ein geiles YouTube-Video für euch bringen. Ich wünsche euch was, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.